AVAX, DOT und NIR machen dich reich. Wenn du mehr wissen willst, bleib dran. Servus Leute, der Titel ist eine echte Ansage, aber in diesem Video erkläre ich euch, warum die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass AVAX, DOT und NIR richtig eskalieren werden. Dazu gucken wir uns erst einmal den Bitcoin Dominance Chart an. Und hier sehen wir, dass die übergeordnete 1 entweder nun abgeschlossen ist, wenn man von der gelben Zählung ausgeht. Ich werde das Ganze mal ein bisschen anzoomen. Wenn wir hier sehen, 1, 2, 3, 4, 5, das ist also eine Ending Diagonal. So muss man sich das Ganze vorstellen. Und wir sehen ja, dass die 4 und die 1 sich überschneiden. Das heißt, das kann nur eine Ending Diagonal sein und das wäre ja eine, weil es hier die 5. untergeordnete Welle der Welle 1 ist. Das wäre also vollkommen korrekt. Oder wir haben, wenn es nach der anderen Zählung geht, haben wir noch einen Satz nach oben. Die 5. untergeordnete Welle könnte also hier noch sich ausbauen. Das zeige ich euch auf dem 4-Stunden-Chart. Genau, das Ganze würde dann eben so aussehen, dass wir hier tatsächlich erst einmal die 1 und die 2 und nun die 3 und vermutlich die 4 abgeschlossen haben und noch einen letzten Satz nach oben zur 5 sehen. Ja, das muss man schauen. Beide Zählungen sind hier absolut möglich. Das werden wir sehen, aber nichtsdestotrotz werden wir ziemlich bald, also wir sprechen hier von wirklich ein paar Wochen, einen von dem BTC Dominance Chart sehen. Und das ist eine zweite Welle, das bedeutet, diese Welle wird ziemlich tief sein. Vielleicht sogar um die 50% oder sogar noch tiefer. Also die zweite Welle darf ruhig bis zu 78,6% gehen. Da sprechen wir ja dann von 44,3% Dominance. Das bedeutet also, da wird eine ganz krasse Altcoin-Season stattfinden. Und da gucken wir uns natürlich die besagten Altcoins denn mal an, die ich so, offensiv angekündigt habe. AVAX. Here we go. Und da seht ihr schon den grünen Pfeil, das sieht ziemlich dramatisch aus, was da passieren sollte. Das ist eine Rakete nach oben. Wie komme ich drauf? Naja, ganz einfach. Wir betrachten uns den gesamten Chartverlauf von AVAX und auch von den anderen später und sehen, dass wir hier Ende 23 die Welle 2 abgeschlossen haben und nun die untergeordnete blaue Welle hier in Blau 2 höchstwahrscheinlich auch abgeschlossen haben und uns jetzt in dieser Impulsivwelle sozusagen nach oben in der Welle 3, in der übergeordneten Welle 3 befinden oder befinden werden in den nächsten 2, 3 Wochen. Und wie ihr vielleicht wisst, wenn nicht, dann sage ich es euch, die Welle Nummer 3 als die intensivste, impulsivste, längste Welle, die kann locker bis zu 161,8% FIB-Extension gehen, unter Umständen sogar darüber hinaus, wenn es eine sogenannte extendierte dritte Welle ist, dann darf sie ruhig sogar bis zu 361,8, in den, seltensten Fällen kann man vielleicht sagen, sogar noch weiter gehen. Ja? Aber so weit wollen wir auch gar nicht mal schauen, das wäre jetzt schon wirklich übertrieben. Man kann durchaus davon ausgehen, wenn es eine dritte Welle ist, dass diese bis zum Minimum von 161,8 geht. Und hier sprechen wir also immer noch, was heißt immer noch? Wir sprechen hier von 10x von dem heutigen Stand. Wir sind bei roundabout $25 bei AVAX. Wir reden hier von einer Verzehnfachung des Preises. Das sollte dann, sagen wir mal, bis Ende dieses Jahres stattfinden. Es gibt noch eine alternative Zählung. Die alternative Zählung ändert aber im Endeffekt nichts an den Kurszielen, nämlich es kann durchaus sein, dass wir hier eine A-B-C-Struktur haben.
Die C ist irgendwo hier verschwunden, eigentlich war sie da. Das bedeutet, dadurch, dass diese Welle 2 doch sehr tief ist, wenn wir uns das FIB dazu angucken, dann sehen wir das auch. Wir sind also weit unter die 85% gekommen. Wir haben aber nicht die 100% durchschlagen der Welle 1. Das bedeutet, diese Welle 2 ist valide, aber extrem tief. Und deshalb könnte es auch sein, dass es eine Welle B ist. Denn B-Wellen neigen wirklich dazu, auch ziemlich tief runter zu gehen. Ja, ändert letztendlich jetzt nichts an dem Ziel, das wir uns jetzt hier herausgezählt haben. Denn die 161,8 sind mit einer Welle C durchaus erreichbar. Wir könnten gerne nochmal die 138% mit reinnehmen. Das wäre also sozusagen ja, das Minimalziel quasi dieser Welle C. Das wären 138%. Da wären wir immer noch bei $211. So viel zu AVAX. Jetzt zu DOT. DOT. Ein ähnliches Bild. Auch hier ist die Welle 2 extrem tief. Also wirklich bis kurz vor Ultimo. Und auch danach sehen wir eine untergeordnete Welle 1 unter Umständen mit einer Expanded Flat, die auch relativ tief geht. Sehr tief sogar. Durchschlägt jedoch nicht den Boden. Somit valide. Und auch hier, wenn wir jetzt von den Impulsivbewegungen ausgehen, also 1, 2, 3, auch hier sprechen wir von, naja, wenn wir die 161,8 wie bei AVAX auch nehmen, was durchaus valide ist, dann sprechen wir von $79. Wir sind zurzeit bei $5, also wir sprechen hier von einer tatsächlich mehr als Verzehnfachung. Ja? Die Verzehnfachung wäre beim absoluten Minimum, ja, immer noch zu erreichen. Also dort ist hier ein absoluter Kracher. Natürlich auf Messers Schneide zurzeit, wenn das Ganze sich invalidiert und wir unter die Welle 2 gehen, haben wir nur noch einen ganz kleinen Puffer, bis wir komplett den gesamten Chart sozusagen crashen. Dann müssen wir das Ganze absolut neu bewerten, denn dann wird man hier vermutlich von einer, ja, müssen wir dann noch mal nachzählen, was denn das sein wird. Aber da der Bitcoin Dominance Chart jetzt gerade fällt, gehe ich sehr, sehr stark davon aus, also die Wahrscheinlichkeiten sind wirklich sehr hoch, dass wir hier eine Eskalierung nach oben, eine Eskalation nach oben sehen und somit das Ganze auch so eintrifft, wie ich das Ganze gezählt habe. Wie gesagt, auch hier dadurch, dass wir sehr tiefe Retracements haben, kann es sich um eine ABC-Bewegung halten und auch hier dadurch, dass es sich um eine ABC-Bewegung hält, werden wir relativ hohe Kurse bekommen. Vielleicht nicht so hohe Kurse wie bei der impulsiven Zählung, aber $50-60 sind da auf jeden Fall auch drin. So, kommen wir zu NIR. Ähnliches Bild, wer hätte das gedacht? Ich habe mir ja auch drei ähnlich performende Coins ausgesucht. Auch hier eine 1-2 übergeordnet abgeschlossen, mittelfristig 1-2 vermutlich auch abgeschlossen und wir werden uns in den kommenden Wochen in die krasseste Bewegung nach oben, die Welle 3, übergeordnete Welle 3 bewegen. Auch hier nochmal das Ganze 161,8 Retracement, also meiner Meinung nach das Minimum sind $33 und wir befinden uns zurzeit auf $3,40, also auch hier auf jeden Fall eine Verzehnfachung möglich, mein lieber Schwan. Also gut, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Bitte denkt daran, liked das Video,